Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Im Beitrag über das Coronavirus wurde erwähnt, dass es auch sogenannte endogene Retroviren gibt. Zur Erinnerung: Endogene Viren können ihr Genom in das Genom des Wirtes einpflanzen, sie werden dabei zum Provirus und über die Keimzellen an die nächste Generation vererben. Diese endogenen Viren machen tatsächlich einen beträchtlichen Anteil unseres Genoms aus. Der DNA-Strang eines Menschen besitzt etwa 3 Milliarden Basenpaare, hat also vereinfacht ausgedrückt 3 Milliarden Buchstaben der entsprechenden Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Nur als Vergleich: Die Bibel, welches nun sicherlich kein dünnes Buch ist, hat etwa 4,4 Millionen Zeichen, Leerzeichen und Sonderzeichen inklusive. Das entspricht 0,14% der Basenpaare der DNA. Aber nur ein Bruchteil unserer DNA besteht aus Genen. Gene definieren sich dadurch, dass sie Informationen für den Aufbau von Proteinen haben, inklusive ihrer Regulationssequenzen, also jene Abschnitte, die mitkontrollieren, wann ein Gen ein- oder ausgeschaltet wird. Das menschliche Genom hat etwa 20.000 Gene, das klingt viel, beträgt aber nur 1,5% der Gesamt-DNA. Der Rest besteht aus sogenannter nicht kodierter DNA, oftmals auch Junk-DNA genannt. Wie groß ist der Anteil der endogenen Viren im menschlichen Genom? Im Rahmen des Human-Genom-Projekts wurden im menschlichen Genom mehrere tausend endogene Retroviren gefunden, die zunächst in 24 verschiedene Familien eingeteilt werden und etwa 8% des menschlichen Genoms ausmachen. Neuesten Erkenntnissen zufolge sind es bereits 31 verschiedene Gruppen, die jeweils durch ein einzelnes Integrationsereignis entstanden sind. So ein endogenes Retrovirus ist nach der Infektion erstmal nur bei einem Individuum vorhanden. Und wenn es sich irgendwie schädlich bemerkbar macht, verschwindet es bald wieder durch die natürliche Selektion. Doch wenn es keinen Schaden anrichtet, kann es sich in der ganzen Population verbreiten und schließlich fixiert werden. Fixiert heißt, dass dann alle Vertreter dieser Art dieses endogene Retrovirus in ihrer DNA haben. Ein Retrovirus hat mindestens 3 Gene: GEC, POL und ENV. POL kodiert unter anderem die reverse Transkriptase und ENV kodiert die Hülle. Hinzu kommen die LTR-Sequenzen, die an beiden Enden des Genoms des Provirus vorkommen. LTR steht für Long Terminal Repeat. Die beiden LTRs sind zum Einfügezeitpunkt identisch aufgebaut und das in Ableserichtung vordere von ihnen dient als Starter. Es soll also die Zelle dazu bewegen, die Gene abzulesen. Die Einfügestelle eines Retrovirus in die DNA ist weitgehend zufällig. Wenn man endogene Retroviren bei verschiedenen Tierarten an einer entsprechenden Stelle findet, kann man davon ausgehen, dass mal ein Vorfahre beider Arten vom Virus infiziert wurde. Im menschlichen Genom dürften sich etwa 400.000 Einfügestellen finden, oft ist aber nur die LTR-Region übrig geblieben. 2006 untersuchte ein Forscherteam 425 vollständige Retroviren des Schimpansen. 384 davon fand man auch bei Menschen an übereinstimmenden Stellen. Bei Menschen und Gorillas gibt es weniger Übereinstimmungen und bei Menschen und Rhesusaffen noch weniger. Wenn man aus der Verteilung von endogenen Retroviren über die Affenarten einen Stammbaum konstruiert, dann entspricht er dem Stammbaum, den man auch aus anderen Merkmalen abgeleitet hat. Ein anderes Forscherteam nahm nur die endogenen Retroviren, die bei allen untersuchten Affenarten an der gleichen Position zu finden waren, und betrachteten dort die Mutationen an den LTRs. Aus den mit der Zeit angesammelten und weitervererbten Punktmutationen der LTRs erhielten sie für jedes einzelne Provirus, das nicht allzu schwere Beschädigungen aufwies, wieder schon den bekannten Stammbaum der Primaten. Ein endogenes Retrovirus ist bei Gorillas, Bonobos und Schimpansen vorhanden, aber nicht bei Menschen. Und es wurde in einer wissenschaftlichen Zeitschrift analysiert. Die Erklärung ist, dass dieses Provirus bei der Abspaltung des Gorillas und auch bei der Trennung von Mensch und Schimpanse noch vorhanden war und aus der menschlichen Linie verschwand, bei den anderen Affenarten aber fixiert wurde.
Hier ist also das Spannende: Endogene Retroviren sind ein Beweis für die gemeinsame Abstammung. Solche endogenen Retroviren sind oftmals funktionslos, manchmal schädlich, hin und wieder aber auch nützlich. Zum Beispiel wird das Einnisten der Eizelle in die Gebärmutter von einem viralen Gen begünstigt, das die Abstoßung verhindert, was ja für Viren und Eizellen gleichermaßen günstig ist. Wenn eine Eizelle befruchtet wird und sich auf den Weg in die mütterliche Gebärmutter macht, lebt sie gefährlich. Denn im Prinzip ist sie ein Fremdkörper, stammen doch zumindest die Hälfte ihrer Gene nicht von der Mutter, sondern vom Vater. Kritisch wird dieser Status vor allem dann, wenn es um die Einnischung des befruchteten Eis in die Gebärmutterschleimhaut geht. Entscheidend für den Erfolg dieser Operation ist die Plazenta. Ihre Gewebestruktur bildet sowohl nährendes Bindeglied als auch Schutz für den heranwachsenden Embryo. Erreicht wird dieses durch die Ausbildung einer speziellen Grenzschicht, dem sogenannten Syncytiotrophoblasth. In ihm verschmelzen Plazentazellen zu einer Art Riesenzelle mit vielen Zellkernen. Eine Studie entdeckte, dass Retroviren bei der Bildung dieser Riesenzellen beteiligt sein könnten. Sie entdeckten ein Protein, von ihnen Syncytin getauft, das den entscheidenden Anstoß zur Verschmelzung der Plazentazellen gibt. Doch das Protein wird nicht von einem unserer eigenen kodierten Gene produziert, sondern von dem eines endogenen Retrovirus. Es gibt aber einen weiteren Bereich unseres Genoms, der jenen der endogenen Retroviren ähnelt. Es handelt sich um die sogenannten Transposons oder springenden Gene. Das sind DNA-Sequenzen, die von einer Stelle des Genoms zu einer anderen springen können. Diese Elemente wurden erstmals in den 1950er Jahren von der Genetikerin Barbara McClintock identifiziert. Biologen standen McClintocks Entdeckung zunächst skeptisch gegenüber. In den nächsten Jahrzehnten stellte sich jedoch heraus, dass Transposons nicht nur springen, sondern auch in fast allen Lebewesen, sowohl Prokaryoten als auch Eukaryoten, und typischerweise in großer Zahl vorkommen. Zum Beispiel besteht 50% des menschlichen Genoms aus solchen Transposons und beim Mais sind es sogar bis zu 90%. Jedoch ist nur ein geringer Bruchteil der menschlichen Transposonsequenzen zum Springen fähig, etwa 0,05%. Die Transposons im Genom kann man ebenso weiter unterteilen. Man unterscheidet Transposons, deren mobile Zwischenstufe von RNA gebildet wird, sogenannte Retroelemente, von denjenigen, deren mobile Phase DNA ist, sogenannte DNA-Transposomen. Der weitaus größte Teil, etwa 98%, sind Retrotransposons, die man in 3 Untergruppen zusammenfasst. LTRs, also Long Terminal Repeats, Lines, also Long Interspersed Nuclear Elements, und SINEs, Short Interspersed Nuclear Elements. Die Frage bleibt, welche Funktionen haben diese Transposons im Genom und woher stammen sie? Gerne werden sie als Beispiel für egoistische Gene benutzt, da ihre einzige Funktion darin gesehen wird, sich selbst zu vermehren und dazu die Zelle als Wirt oder Vehikel zu nutzen. Dies passt in die von Richard Dawkins genutzte Metapher des egoistischen Gens, dessen Kernaussage übrigens nicht ist, dass wir Sklaven unserer Gene oder egoistisch sind. Kernaussage von Dawkins ist, dass die Einheit der natürlichen Selektion nicht die Art oder das Individuum ist, sondern die Gene. Vielmehr stünden Genabschnitte in Konkurrenz zueinander und einzelne Individuen geben nur ihre Gene in einer zufälligen Kombination an die nächste Generation weiter. Insofern bestehe eine Konkurrenz der Gene um die Verteilung in der nächsten Generation an den jeweils entsprechenden Stellen im Chromosomensatz. Ich selbst bin kein Anhänger dieser Metapher, da sie mir zu vereinfachend ist und der Komplexität der Genetik und Evolution nicht gerecht wird. Aber solche Transposons entsprechen tatsächlich erstmal dem Bild egoistischer Gene. Sie vermehren sich nur um der Vermehrung wegen. Aber tatsächlich gibt es zunehmende Hinweise darauf, dass einige Transposons eine wichtige Rolle in der Evolution spielen.
Vieles, was ein Transposon tut, hängt davon ab, wo es landet. Die Landung innerhalb eines Gens kann zu einer Mutation führen. Dies ist zum Beispiel bei Hämophilie A der Fall, bei der transposonale Elemente im Faktor 7 Gen entdeckt wurden, die die Krankheit auslösen. Transposons müssen aber nicht immer negative Effekte haben. So ist ein Transposon-Element bei der Pigmentierung einer Fischart beteiligt. Weitere Studien belegen, dass Transposons besonders im Gehirn aktiv sind. Das Genom ist aber auch in der Lage, die Transposons zu regulieren. Einige stumm geschaltete Transposons sind inaktiv, weil sie Mutationen aufweisen, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Andere sind vollkommen intakt und bewegungsfähig, werden jedoch durch epigenetische Abwehrmechanismen wie DNA-Methylierung inaktiv gehalten. Beispielsweise können in menschlichen Zellen kleine RNA-Moleküle, auch als RNA-Interferenz bekannt, die Transposition verhindern. RNA-Interferenz ist ein natürlich vorkommender Mechanismus zur Regulierung der Genaktivität. Generell spielen Transposons wohl eine wichtige Rolle bei der Genregulation. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hob die entscheidende Rolle von Transposons in der Evolution der Säugetiere hervor. Sie untersuchten nämlich die Ursprünge der Schwangerschaft bei Säugetieren und identifizierten große genetische Veränderungen, die den Übergang von der Eiablage zur Lebendgeburt kennzeichnen. Die Forscher fanden Tausende von Genen, die bei Säugetieren in der Gebärmutter ein- oder ausgeschaltet wurden, darunter viele mit kritischen Funktionen beim Aufbau der Kommunikation zwischen Mutter und Fötus und bei der Unterdrückung des Immunsystems der Mutter, damit ein Fötus nicht angegriffen wird. Um genetische Veränderungen während der Entwicklung der Schwangerschaft bei Säugetieren zu untersuchen, wurden die Gene untersucht, die in der Gebärmutter verschiedener Arten aktiv waren. Die untersuchten Arten waren Mensch, Affe, Maus, Hund, Kuh und Schwein. Hinzu kamen ein Beuteltier, nämlich ein Opossum, das eierlegende Schnabeltier, ein Vogel, ein Reptil und ein Frosch. Sie rekonstruierten entsprechend dieser Daten einen evolutionären Stammbaum, der aufzeigte, bei welchen Gruppen welche Gene an- oder ausgeschaltet wurden. Die Forscher entdeckten, dass als sich die ersten Säugetiere entwickelten und die Ressourcen für die Entwicklung des Fötus mehr von der Mutter und weniger aus dem Eigelb stammten, Hunderte von Genen, die für die zelluläre Signalübertragung, den Stoffwechsel und die Uterusentwicklung wichtig sind, in der Gebärmutter aktiviert wurden. Als die Eierschale verloren ging und sich bei den gemeinsamen Vorfahren der Beuteltiere und Plazentasäuger eine Lebendgeburt entwickelte, wurden mehr als 1000 Gene aktiviert, von denen viele stark mit der Kommunikation zwischen Mutter und Fötus verbunden waren. Als sich bei Säugetieren in der Plazenta eine längere Schwangerschaft entwickelte, wurden Hunderte von Genen aktiviert, die die Kommunikation zwischen Mutter und Fötus weiter stärkten und ausbauten, sowie das mutterliche Immunsystem in der Gebärmutter lokal unterdrückten und so den sich entwickelnden Fötus schützen. Neben der Funktion untersuchte die Arbeitsgruppe den Ursprung dieser Gene. Sie fanden heraus, dass die meisten bereits eine Funktion in anderen Organsystemen wie dem Gehirn, dem Verdauungs- und dem Kreislaufsystem hatten. Während der Entwicklung der Schwangerschaft wurden diese Gene rekrutiert, um für neue Zwecke in der Gebärmutter genutzt zu werden. Das heißt, diese Tausenden von Genen, die bei der Schwangerschaft aktiv sind, sind keine grundsätzlich neuen Gene, sondern bestehende Gene, die zusätzliche Aufgaben erhalten haben. Es gab also eine Änderung der Genregulation. Sie entwickelten regulatorische Elemente, die es ihnen ermöglichten, durch Progesteron, ein für die Fortpflanzung kritisches Hormon, aktiviert zu werden. Und das wirklich Verblüffende, diese regulierenden Sequenzen waren die Transposons. Viele der alten Säugetiertransposons besaßen Progesteron-Bindungsstellen, die diesen Prozess regulieren. Durch zufällige Insertion an andere Stellen im Genom scheinen Transposons einen Aktivierungsmechanismus an naheliegende Gene weitergegeben zu haben.